Ja, nächstes großes Thema an diesem Dienstag, das ist die Lage in den Hochwassergebieten. Denn noch immer kann da keine Entwarnung gegeben haben in weiten Teilen Mitteleuropas. Bisher sind in den Fluten ja auch mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. Und mancherorts, da fängt man zwar schon an aufzuräumen, aber andere Regionen, die schauen eben doch auf den einen oder anderen Stausee, der dann mit seinen Umgebungen zu brechen droht. Das heißt, weiteres Wasser könnte dann also gerade auch in die schon gebeutelten Regionen fließen. In Deutschland versucht man sich auf alles bestmöglich vorzubereiten. Marian Grund mit einem Überblick. Hilfe aus der Luft. Mit einer Rettungswinde ziehen Kräfte der tschechischen Feuerwehr Menschen aus den Wassermassen, bringen sie mit dem Helikopter in Sicherheit. Die Straßen von Ostrava, der drittgrößten Stadt des Landes, in den Fluten versunken, nachdem es zu Dammbrüchen am Zusammenfluss von Oder und Opava gab. Vielerorts sind Geschäfte und Supermärkte überflutet, Wasser- und Stromversorgung sowie die Mobilfunknetze sind ausgefallen. 2000 Soldaten wurden entsendet, um die Schäden zu beseitigen. Doch schon jetzt ist klar, vieles ist unwiederbringlich zerstört. Ich hatte fürchterliche Angst vor dem steigenden Wasser. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass es bis zu unserem Haus kommt. In einer Sporthalle finden die Zuflucht, die alles verloren haben. Angespannt bleibt die Lage auch in Polen. Nach dem Bruch des Staudamms Stronislaski wächst in den umliegenden Dörfern die Gewissheit, hier kann auf absehbare Zeit niemand mehr leben. Die Infrastruktur ist zerstört, Straßen sind metertief unterspült. Dramatisch auch die Situation in Österreich. Mit Hubschraubern des Bundesheers versucht man hier den gebrochenen Damm am Treisenfluss in St. Pölten-Ratzersdorf zu sichern. Nach und nach werden Sandsäcke befüllt und zum Damm geflogen. Doch die heftigen Regenfälle hören nicht auf. Über die umliegenden Felder strömt Wasser unkontrolliert in den Siedlungsbereich. Das Gebiet muss evakuiert werden. Die Feuerwehr rettet diese Frau aus ihrem Haus. Im Wohnzimmer stand das Wasser schon 30 Zentimeter hoch. Die Retter treffen gerade noch rechtzeitig ein. Hochwasserwarnstufe auch in Passau. Der Pegel der Donau bei 7,23 Metern. Straßen sind gesperrt und mit Sandsäcken gesichert. In der bangen Hoffnung, so die Wassermassen aufzuhalten, sollten die Pegel weiter steigen. In Sachsen richtet sich der Blick auf die Elbe. Hier ist der Wasserspiegel schon mehr als 4-mal so hoch wie der Normalstand von 1,42 Meter. Im Tagesverlauf wird mit einem Überschreiten der 6-Meter-Marke gerechnet. Bei der Jahrhundertflut 2002 waren es 9,40 Meter. In Frankfurt an der Oder tritt jetzt ein Krisenstab zusammen. Durch einen schnellen Anstieg des Wasserstandes könnte Ende der Woche die 3. von 4 Alarmstufen überschritten werden. Hoffnung setzt man hier vor allem auf die Deiche und die 2,6 Millionen Sandsäcke, die in Brandenburg vorrätig sind. Ja, und gerade Polen besonders schwer getroffen. Dort ist Julian Stehle auch schon die ganze Woche für uns unterwegs. Und dort besonders schwer getroffen ist ja die Stadt Kloczko und das etwas östlicher gelegene Dorf Laski in Niederschlesien, also genau an der Grenze zu Tschechien. Julian, also 3 Staudämme bei dir in der Nähe, einer von denen ist bereits gebrochen, 2 sind aber auch schon im kritischen Zustand. Also was heißt das nun für die Region dort? Ja, man muss sich vorstellen, gestern die leider schlechte Nachricht, ein Staudamm ist schon gebrochen. Da befinden sich 2 Stauseen hintereinander, und zwar kurz vor der Ortschaft Patzko. Der erste Staudamm ist gestern gebrochen, das heißt, die Millionen Liter drücken jetzt auf die eine Staumauer, die es jetzt vor Patzko noch gibt. Und der Bürgermeister hat gestern Abend tatsächlich auch angekündigt, er kann nicht mehr für die Sicherheit seiner Bürger dort garantieren, hat auch schon Teilevakuierungen angeordnet von tiefer gelegenen Ortschaften. Wenn dieser Staudamm jetzt bricht, dann geht das gesamte Wasser in einen weiteren Stausee, kurz vor der Stadt Otmucho. Und da ist wieder ein Staudamm, der dann letztendlich weiterführt Richtung Nysa. Und in der Stadt Nysa gab es gestern Abend wirklich herzzerreißende Szenen, denn dort sind über 2000 Menschen zusammengekommen. Senioren, Rentner, Kinder, Jugendliche, Männer und Frauen, natürlich auch Feuerwehrkräfte. Und die haben dort gestern stundenlang eine Menschenkette gebildet und tausende Sandsäcke verlegt. Dieser Staudamm wurde sozusagen jetzt verstärkt, weil man wirklich Angst hat, dass, wenn die anderen Stauseen brechen, dass dann das Wasser auf diese eine Staumauer drückt. Und dort wird jetzt versucht, wenn es dazu kommt, eine Katastrophe zu verhindern.
Julian, lass uns das Bild noch mal ein bisschen größer machen. Also wie würdest du das denn generell in Polen beschreiben? Die allgemeine Lage ist immer noch angespannt. Man sieht an allen Ortschaften natürlich Rettungskräfte im Einsatz. Gerade eben ist zum Beispiel eine Militär- und Feuerwehrkolonne an uns vorbeigefahren. Also man sieht, hier werden auch massiv Kräfte verlegt. Wir waren ja jetzt die ganze Zeit auch in der Ortschaft Klotzko und die Hilfsbereitschaft finde ich total beeindruckend. Ja, also da wird jetzt schon aufgeräumt, obwohl in anderen Ortschaften ein paar Kilometer weiter die Leute noch Angst haben, dass die Stauseen nicht halten. Und auch von der Regierung gibt es ja schon starke Zusagen. Präsident Donald Tusk hat angekündigt, 1 Milliarde Zloty als Hilfe zur Verfügung zu stellen. Man muss sich es mal vorstellen, das sind umgerechnet 230 Millionen Euro. Die werden hier aber auch gut gebraucht. Wir haben die Bilder aus der Nacht gesehen. Infrastruktur ist teilweise zerstört und das muss natürlich alles wieder aufgebaut werden. Aber bevor man hier an wirklich Aufbau und Wiederherstellung denkt, ist jetzt erstmal die Situation abzuwarten, wie es aussieht. Der Blick in den Himmel ist zum Glück, der ist positiv, denn neuer Regen ist nicht angesagt und das zeichnet einigen Polen hier ein bisschen Erleichterung ins Gesicht. Julian, danke schön für diesen Überblick und damit direkt weiter zu Greta Wagener, die für uns zum jetzigen Zeitpunkt in Rust in Niederösterreich ist. Der Ort, der liegt etwas westlich von Wien und wird vom Bach Egelseegraben durchflossen. Greta, wir haben ja wirklich dramatische Bilder gesehen in den vergangenen Tagen. Bei dir im Hintergrund sieht man das ja auch noch sehr gut, dass also das Wasser dort immer noch hoch steht. Wie geht man jetzt momentan vor? Ja, nicht erschrecken, es ist hier etwas lauter bei mir, aber diese Lautstärke bedeutet natürlich auch, dass hier gearbeitet wird. Und das können wir hier hinter mir sehen, dass dieser landwirtschaftliche Betrieb ja irgendwie jetzt von diesen Wassermassen, von denen er befallen war, wieder entfernt wird. Die Leute sind hier am Arbeiten, jeder packt mit an. Es wird hier Gülle geschaufelt, die sich mit Wasser vermischt hat. Ja, es ist aber noch enorm viel zu tun und hier waren so viele Wassermassen, dass die Kühe richtig in ihren Ställen geschwommen haben, so haben es mir die Besitzer gerade erzählt. Aber um das noch mal zu vertiefen, möchte ich jetzt hier auch mit Toni sprechen. Und da auch noch mal die erste Frage, wie haben Sie hier die letzten Tage erlebt? Ja, fürchterlich. Man glaubt immer, man kann die Welt beherrschen, aber die Natur sagt dann, dass es stärker ist und furchtbar. Wahnsinn. Wenn Sie jetzt dieses Ausmaß sehen, was das Wasser auch verursacht hat, wie geht es Ihnen damit? Naja, wie soll es mir schon gehen? Jetzt kann ich schon wieder lachen, aber furchtbar. Die finanziellen Geschichten, die Futtervorräte für das nächste Jahr, die Maschinen, ein Großteil wissen wir noch gar nicht, wo es alles hin ist, weil alles unter Wasser war. Wahnsinn. Heizung, Wohnung, Keller unter Wasser. Wie werden Sie jetzt die nächsten Stunden, die nächsten Tage verbringen? Wird Ihnen auch genug geholfen? Wie ist da so Ihr Gefühl? Ja, die Hilfe ist ein Wahnsinn, muss man sagen. In der Familie, die Tochter sind uns aufgenommen. Die Feuerwehr hilft uns jetzt, also super. Toni, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen alles Gute, dass das hier schnell wieder so schön ist, wie es mal war. Oh, aber da sehen wir natürlich auch, wie nah das den Menschen hier geht und was für schreckliche Stunden und schreckliche Tage sie hatten. Wenn einem das so nahe geht und man jetzt hier sein Hab und Gut, sein Ein und Alles in so einer Situation sieht, das ist nicht einfach. Und wir haben hier heute schon viele Menschen gesehen, die einfach auch am Boden zerstört waren, die auch gar nicht viel mit uns reden konnten, weil sie einfach in Tränen ausgebrochen sind. Also hier sind wirklich Existenzen jetzt auch bedroht und trotzdem, trotz diesem ganzen Schlimmen und dass die Menschen hier eigentlich nur noch schwarz sehen können, steht man auf, packt mit an, jeder hat einen Besen in der Hand, eine Schaufel und versucht jetzt irgendwie bei sich selber, bei den Nachbarn irgendwie noch ein bisschen Ordnung in dieses riesengroße Chaos hier zu bekommen. Hilfsbereitschaft ist also da. Auch Staatshilfen hat man schon versprochen aus Wien. Greta, danke schön auch ja für dieses bewegende Interview und ganz viel Kraft an Toni und seine Familie beim Aufräumen dieses Chaos dort. Danke.
Zur Bekämpfung illegaler Zuwanderung hat Deutschland ja seine Grenzkontrollen im Osten und Süden des Landes auf den Westen und Norden ausgeweitet. Nach Behördenangaben gab es dabei keine größeren Staus, zumindest am ersten Tag dieser dauerhaften Grenzkontrollen. Die Bundespolizei setzte nach eigenen Angaben Schwerpunkte bei den Kontrollen an der französischen Grenze, bei Fernreisebussen, im grenzüberschreitenden Zugverkehr und bei der Tram. An den Grenzen zu Österreich, Polen, Tschechien und der Schweiz gibt es solche Kontrollen bereits. Neben Frankreich kamen nun Dänemark, Belgien, die Niederlande und Luxemburg dazu. Kontrollen sind im Schengen-Raum, der 29 Staaten mit rund 420 Millionen Menschen umfasst, ja eigentlich gar nicht vorgesehen. Und Raphael Bousson ist mir nun zugeschaltet, Migrationsforscher an der Stiftung für Wissenschaft und Politik. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Guten Morgen. Ja, die Migration ist unglaublich schwierig zu steuern. Das sehen wir seit Jahren. Das heißt, die Bundesregierung hat nun als kurzfristige Maßnahme erstmal diese Grenzkontrollen noch mal ein halbes Jahr an allen Außengrenzen verhängt. Was glauben Sie denn mit der Expertise, die Sie haben? Wird das wirklich etwas bringen? Also man rechnet ja ein bisschen damit, mit auch einem Dominoeffekt, der dann auch auf unsere Nachbarstaaten sich ausüben könnte. Glauben Sie, der wird bis an die Außengrenzen reichen, wo man ja eigentlich stärker kontrollieren müsste? Naja, also die Reaktionen der anderen europäischen Staaten waren jetzt eher kritisch. Also man warnt da vor so eben dieser den deutschen Alleingang. Aber gut, man wird natürlich schon den Druck jetzt erhöhen. Also Polen und Griechenland waren jetzt nicht unbedingt Staaten, die bisher sanften oder laschen Grenzschutz ausgeübt haben. Auch die aktuelle italienische Regierung ist bei vielen Sachen ganz vorne mit dabei. Ich glaube, es geht eher jetzt ums Registrieren und die Übernahme von den Asylgesuchen, die vielleicht nicht alle, aber doch zu einem größeren Anteil als bisher in diesen Staaten gestellt werden sollten. Also ich erwarte zusammengefasst nicht unbedingt große Veränderungen beim Außengrenzschutz, der ist durchaus robust, sondern wenn, dann mehr bei der Übernahme von Asylgesuchen. Aber das ist im Moment eben noch alles sehr schwierig im Umgang miteinander und ich hoffe, wir kommen in den nächsten Wochen zum besseren Verständnis und vielleicht auch ein bisschen weniger aufgeregte Debatte. Ja, da haben Sie viel Hoffnung, denn die Solidarität bei der Verteilung der Flüchtlinge, die suchen wir ja seit Jahren schon vergeblich. Nun hat ja Bundesinnenministerin Faeser heute auch noch mal zu einem Gipfel zur Migration geladen, empfängt da auch die Westbalkanstaaten. Wie zentral ist die Region denn noch beim Thema irreguläre Migration? Sie ist nach wie vor eine der Hauptrouten, gerade für Deutschland, der Zuwanderung. Aber also, ich muss mal vorsichtig sein. Wir können jetzt nicht beschwichtigen oder es geht nicht darum, den Ernst der Lage aktuell in Frage zu stellen. Aber sagen wir mal, die ersten Zahlen, die Frontex auch gerade erst kurz vor einer Woche vorgelegt hat, zeigen, dass eigentlich schon ein längerer Trend da ist, auch gerade im westlichen Balkan, wo die Aufgriffszahlen und irregulären Grenzübertritte bis zu 72% zurückgegangen sein sollen. Also die Zahl mag vielleicht sehr optimistisch sein, aber ich glaube, es zeichnet sich schon auch ab, dass wir 2022, 2023 wieder ein starkes Anstiegsvolumen hatten nach der Pandemie und das jetzt ohnehin schon wieder runtergeht und auch einige Maßnahmen zu greifen scheinen. Und ich glaube, dieser Gipfel heute ist da eher so ein Meilenstein im längeren Prozess. Diese Treffen gibt es schon seit vielen Jahren und auch in den letzten 2 Jahren, wo es mal besonders forciert worden ist. Also ich glaube, darum geht es, konsolidieren und sich jetzt nicht verrückt machen lassen. Ein anderer Weg sind ja auch Migrationsabkommen. Daran wird auch hinter den Kulissen heftig gearbeitet. Das ist auch langwierig. Nun hat man wieder 2 frisch abgeschlossen seitens der Bundesregierung, und zwar mit Kenia und mit Usbekistan. Wenn wir gucken, wer aus diesen Ländern bei uns ist, die Zahlen sind im Umfang, sage ich jetzt mal, eher gering. Aber gerade beim Usbekistan geht es ja auch darum, dass möglicherweise Abschiebungen nach Afghanistan über diesen Umweg möglich wären. Sehen Sie das wirklich als ein realistisches Szenario an? Naja, es ist zumindest jetzt rechtlich ermöglicht worden und ich bin mir ziemlich sicher, dass zumindest jetzt in der ersten Phase auch einige Maßnahmen in diese Richtung folgen werden. Wie viel das dann betrifft, das ist natürlich die Frage. Also sicherlich, glaube ich, kann man es nicht vertreten, nach Afghanistan Frauen und Kinder abzuschieben. Und auch bei alleinstehenden Männern muss man immer noch die Abwägung treffen. Also besteht möglicherweise eine unmittelbare Gefährdung und was ist eben dann auch vielleicht schon hier der verfestigte Aufenthalt. Also dass man jetzt einfach im großen Stil, wie es ja mal so hieß, Afghanen über Usbekistan abschiebt, glaube ich nicht. Aber es könnten
ebenso wie wir es ja schon vor 2 Wochen oder ungefähr hatten mit dem einen Flug von wirklich schwerwiegenden Straftätern, da mehr in diese Richtung folgen. Also eine genaue Zahl kann ich Ihnen jetzt auch nicht geben, aber ich glaube, es ist gut, dass es eine weitere Möglichkeit gibt, denn so dieser diplomatische Kontakt über Katar, das war, glaube ich, wirklich die Ausnahme bisher. Wenn wir da auf die Opposition schauen, aus der CDU gibt es ja in diesen Tagen, eigentlich seit Monaten, eigentlich immer nur Kritik für die Maßnahmen der Ampel, auch bei den Fragen der irregulären Migration. Nun sagen die auch Usbekistan, Kenia, warum redet ihr nicht mit der Türkei? Glauben Sie, das wäre noch mal der Schlüssel? Also ich bin sicher und kann Ihnen versichern, es wird ständig und überall mit der Türkei geredet. Es ist die Frage, wie findet man da einen neuen Modus vivendi, eine neue Zusammenarbeit? Die Lage der Türkei ist alles andere als einfach. Die wirtschaftliche Lage ist sehr angespannt. Erdogan hat auch sehr viel Opposition, auch sehr viel Stimmung im Land gegen Geflüchtete. Also da ist es alles andere als mal einfach mit dem Geldkoffer zu kommen und sagen, Türkei, macht mal für uns. Ja, man sollte, glaube ich, noch mal höherrangig diskutieren, ob es wirklich Möglichkeiten gibt, ein umfassendes Paket an Angeboten für die Türkei zu machen. Aber also aus meiner Wahrnehmung, ich bin jetzt aber auch kein Experte für türkische Innenpolitik, glaube ich, wird es schwierig, dann, sagen wir mal, wirklich das Ruder rumzureißen, sondern das Beste, was wir erwarten können, ist die Lage, wie sie jetzt ist, einigermaßen zu stabilisieren und nicht, dass die Türkei ihrerseits noch sehr viel mehr Syrer und Geflüchtete in ihrem Land ausweist, die dann womöglich anstattdessen zu uns kommen wollen. Sagt Raphael Bosson. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Bitte sehr. Und jetzt ist sie da, die Eilmeldung. Wir haben es ja schon vermutet. Und nun hat zumindest die Nachrichtenagentur Reuters erfahren, dass also CSU-Chef Markus Söder verzichtet auf die Kanzlerkandidatur der Union. Das heißt, er macht den Weg frei für den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz. Beide werden zusammen dann Merz als Kandidaten vorschlagen, den die Gremien der beiden Parteien dann billigen sollen. Die Nachrichtenagentur Reuters hat das von 2 mit der Sache vertrauten Personen erfahren. Und man muss sagen, auch in den letzten Tagen alles lief ja letztendlich hinaus auf Friedrich Merz, jetzt eben jüngst noch mit der Zustimmung, dem Support von Hendrik Wüst und dem NRW-Landesverband, der sich persönlich ja dann auch zurückgezogen hat. Aber um 12 Uhr in der Pressekonferenz, die wir natürlich live übertragen, werden wir das dann sicherlich noch mal in ausformulierter Form hören. So, kommen wir jetzt zu einer echten Hiobsbotschaft für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Der Bau der Intel-Chip-Fabrik in Magdeburg ist ja ein Prestigeprojekt der Ampelregierung, der ist vorerst gestoppt. Ganz offiziell heißt es, der Baubeginn verzögert sich um 2 Jahre. Grund dafür sind die schweren finanziellen Verluste des US-Konzerns. Intel entlässt weltweit rund jeden 6. Mitarbeiter. Die Bundesregierung prüft jetzt, wie die nicht genutzten Mittel sinnvoll eingesetzt werden können. 3000 Hightech-Jobs sollten in Sachsen-Anhalt geschaffen werden. An der staatlichen Subvention von fast 10 Milliarden Euro gab es auch Kritik. Ja, jetzt war es nicht so eine große Überraschung, dass Intel da mehr Zeit für braucht, die Entscheidung zu treffen bzw. weiterzumachen. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Wir haben das ja auf allen Bereichen gemacht. TSMC ist ja notifiziert, bei Intel sind wir kurz davor. Da wurde konsequent dafür gearbeitet, dass alles gelingen kann. Das ist jetzt eine reine unternehmerische Entscheidung, die mit der Konzernpolitik zu tun hat oder mit ihren Konzernen, wie soll ich sagen, Geldbedarfen. Dazu kann man dann am Ende nichts sagen, wenn die Unternehmen im Moment nicht wollen. Deutschland könnte. Und für uns war es immer so, dass wir die Halbleiterproduktion ja in Europa, ist ja ein europäisches Programm, in gewissen Anteilen halten bzw. aufbauen wollen. Daran ändert sich nichts, denn die Strategie ist ja nicht auf ein einziges Unternehmen ausgerichtet, sondern darauf, dass wir Wirtschaftssicherheit bekommen, dass wir in diesem kritischen Industriebereich eine gewisse Kompetenz auch in Europa haben und nicht zu 100% abhängig sind von südostasiatischen Märkten. Wie jetzt konkret mit den reservierten Geldern zu verfahren ist, das werden wir hinter den Kulissen in der Regierung besprechen.